Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und wir möchten euch in diesem Video gerne mal die wichtigsten Fragen zu unseren beiden Produkten pH Increase und pH Buffer 8.2 für Meerwasseraquarien erklären. Ja, Christian, erste Frage und wichtigste Frage. Kannst du mal zu beiden Produkten sagen, was ist es genau, was tut es? Also pH Increase ist ein Produkt, wo man den pH-Wert anhebt. Es gibt doch immer mal das Problem, dass der pH-Wert zu niedrig ist. Sollte natürlich auch immer tagsüber gemessen werden, weil nachts sinkt sich der pH-Wert immer. Und wenn man es jetzt tagsüber anpassen will auf den Idealwert, ist jetzt unser pH Increase zum Beispiel in flüssiger Form das ideale Produkt dafür. Dann ist es, der nächste Schritt ist, ich habe es dann angepasst. Ich will ja den pH-Wert dann auch irgendwo dauerhaft stabilisieren. Da nehme ich dann wieder unseren pH-Buffer. Weil der pH-Buffer dann ist eben im pH-Wert so zwischen 8,2, 8,4 dann stabilisiert. Also die Kombination funktioniert quasi. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern die Kombination arbeitet. Man muss einfach entscheiden, wie weit ist man von den 8,2 circa pH-Wert weg. Wie viel würdest du sagen, schafft der Buffer auch alleine? Also ich sage mal, wenn ich jetzt einen pH-Wert habe, so zwischen 7,8, 7,9, was ja auch noch irgendwo in Ordnung ist, würde der pH-Buffer dann auch allein schaffen. Sollte aber dann wegen zu viel Säuren im Wasser relativ stark abgesunken sein, dann ist pH Increase nehmen in Kombination mit dem pH-Buffer. Okay, wunderbar. Gibt es irgendwie, wenn du schon sagst, Kombination, Produkte, mit denen ich es nicht verwenden sollte? Also Wechselwirkungen gibt es keine. Sollte halt immer nur darauf geachtet werden, dass es eben tagsüber angewendet wird. Okay, damit ich eben den richtigen Ausgangswert des Messens habe und hier keine Irrtümer entstehen. Wenn ich es eben nachts machen würde, wäre der pH-Wert einfach anders. Da auch vielleicht den Hinweis noch, sich auch keine Sorgen zu machen, wenn der pH-Wert nachts abfällt und dann zu sagen, oh, nachts fällt mein pH-Wert ab, ich nehme jetzt diese Produkte abends dann oder wenn das Licht dann aus ist. Das ist überhaupt kein Beinbruch, also immer im pH-Wert tagsüber beobachten. Der zählt dann. Genau. Okay, wunderbar. Von der Anwendung muss ich irgendwas beachten, außer den Dosierungsanleitungen auf der Verpackung? Hast du irgendeinen Tipp vielleicht noch für uns? Nicht speziell beachten. Also immer nach der Gebrauchsanleitung halten. Den pH-Buffer, den sollte man zuvor ein bisschen in Osmosewasser zum Beispiel auflösen, aber sonst ist da weiter nichts zu beachten. Okay, bezieht sich beim pH-Buffer die Dosierungsanleitung auf das Gesamtaquarium oder nur auf zum Beispiel Wechselwasser? Am Anfang bezieht es sich aufs Gesamtaquarium. Wenn ich jetzt aber dann Folgedosierungen mache, nach Wasserwechseln etc., dann übers Wechselwasser. Also brauche ich nicht bei jedem Wasserwechsel sozusagen wieder auf die Komplettmenge dosieren. Und wir geben ja hier auch mit an, es gibt jetzt hier keine Dosierungsanleitung, wie oft man es machen muss. Denn das hängt ja immer von jedem Aquarium selbst ab. Es geht einfach so lange, bis der pH-Wert stabil bleibt. Genau, man sollte auch im pH-Wert regelmäßig messen, weil ich sage mal, es kommen ja auch immer wieder Säuren ins Wasser rein, durch Verschmutzungen und so weiter, was dann auf den pH-Wert drückt. Und das muss man dann halt entsprechend dann auch wieder ausgleichen. Okay, wunderbar. Ja, also eigentlich kein Hexenwerk, aber ich kann hiermit meinen pH-Wert wirklich sicher und nachhaltig einstellen auf das Level, das ich haben möchte. Ja, probiert's aus. Wenn ihr Fragen dazu habt oder zu anderen Produkten, meldet euch bei uns. Gerne im Social Media, auch auf sämtlichen Plattformen, per E-Mail, per Telefon. Einfach her damit mit den Fragen. Wir beantworten die gerne und sagen ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.